Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Willkommen zum heutigen Video. Ich habe jetzt meinen Sontas 350e schon über eine Woche. Fahre auch fleißig, Wetter war ganz schön. Bin bisher auch super zufrieden, keinerlei technische Probleme gehabt. Fahrverhalten absolut top. Leistung kann ich noch nicht so einwerten. Bin auch in der Einfahrphase. Da freue ich mich aber schon sehr drauf, die 37 PS auch mal auszufahren und nicht nur im Eco-Modus, sondern auch mal in den Sportmodus zu gehen. Aber das kommt in einem der nächsten Videos. Jetzt muss ich mich erstmal auf meine nächste Tour vorbereiten, denn ich fahre in einer Woche auf eine längere Reise mit dem Sontas. Muss da vorher noch meine 1000 Kilometer runterfahren, die Einfahrphase. Dann muss die erste Inspektion gemacht werden. Ich habe ja auch schon ein paar kleine Sachen umgebaut jetzt mit Scheibe und Topcase. Eine Sache, die ich aber noch nicht so perfekt finde, die gibt es zwar. Ich kann mein Smartphone mit dem Display vom Sontas koppeln, habe dann auch eine Navigation. Die ist aber jetzt nicht so super. Und von daher habe ich mich jetzt entschieden, ein Carburite auch hier zu montieren. Das habe ich ja für meine Vespa schon gemacht. Da habe ich das 5 Zoll, das kleinere. Hier jetzt das 7 Zoll, das große Display. Und ich zeige euch zuerst mal, wie ich das Carburite Display jetzt am Sontas befestigen werde. Da nehme ich eine spezielle Halterung. Auch die zeige ich euch gleich mal im Detail. Die Montage am Sontas ist sehr einfach. Ich habe hier schon eine Ram-Mount montiert. Die passt hier genau in die Mitte rein. Die gibt es im Zubehörhandel. Hier vorne ist so eine Abdeckung, die ich austauschen kann mit einem Loch drin, sodass ich hier für alle möglichen Geräte schon eine Ram-Mount habe. Für die Montage habe ich jetzt solche Klemme hier. Das ist aber eine spezielle. Das ist eine Ram-Mount-Klemme, allerdings mit einer speziellen Diebstahlsicherung. Denn ich habe jetzt hier nicht dieses normale Drehrad, was natürlich jeder auf und zu machen kann, sondern ein Drehrad mit einem speziellen Schlüssel, der notwendig ist. Auch dieser äußere Ring hier, wenn es festgeschraubt ist, der dreht durch. Also man kann auch mit einer Zange da nicht ran und das mit einer Zange lösen, sondern man benötigt diesen speziellen Schlüssel, den man natürlich nicht verlieren sollte, aber ich habe mir den an meinen Schlüsselbund ran gemacht. Das ist also dieser Schlüssel, den ich benötige, und mit dem kann ich dann hier reingehen und das Ganze dann arretieren und festmachen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Diebstahlsicherung, aber auf jeden Fall schon mal was hilft, wenn ich das mal am Fahrzeug lassen möchte. Kann also keiner rangehen und diese Ram-Mount-Klemme schnell mal abmachen und das Gerät mitnehmen, sondern der braucht einen speziellen Schlüssel, und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Sicherheitslösung, um das Ganze zu befestigen. Bevor ich den Touchscreen montiere, zeige ich euch mal, wie ich das Kabel verlegt habe. Da gibt es beim Sontas jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze jetzt erstmal das USB-Kabel. Man könnte es natürlich auch direkt an den Batteriestrom, an das System anschließen, aber ich mache es per USB. Das funktioniert wunderbar. Mache ich bei der Vespa ja auch. Ich könnte es einmal direkt hier vorne reinmachen, denn ich habe ja da hinten einen USB-Anschluss. Dann könnte ich hier das Kabel verstauen, hätte dann das Kabel hier direkt vorne. Wäre eine Möglichkeit, die sehr simpel ist, gerade wenn man es jetzt mitnehmen möchte, schnell ran möchte. Ich habe jetzt eine andere Variante gewählt, da ich es wahrscheinlich auch mal ein bisschen länger dran lassen werde. Und zwar habe ich mir das Kabel hier durchgelegt. Da kommt man sehr gut ran. Braucht man bloß hier vorne öffnen das Ganze, dann kann ich die Verkleidung abmachen. Und habe mir das Kabel jetzt hier durchgelegt. Das geht dann nach unten. Und was sehr gut beim Sontas gemacht ist, ich habe hier eine Öffnung, die ist mit einer Gummidichtung noch abgesichert. Die kann ich rausnehmen. Da habe ich das Kabel einfach durchgelegt, dann nach oben geführt zum Lenker. Da dann rausgeführt. Also ganz simpel. Hat ein paar Minuten gedauert. Und dann einfach hinten rein in den USB-Anschluss. Ich habe es jetzt erstmal hier so ein bisschen festgetaped mit Gaffer. Da muss ich mir noch eine Möglichkeit überlegen, wie man das vielleicht im oberen Bereich festmacht, dass das Kabel nicht stört. Aber ich habe eine ganz saubere Verlegung. Relativ simpel das Ganze, schnell zu montieren, und kann dann einfach das Ganze per USB hinten mit Strom versorgen. Und habe jetzt oben hier meinen wasserdichten Anschluss, der ist mit einer Kappe gesichert, und kann jetzt das Display im oberen Bereich ganz schnell montieren. Durch die Ram-Mount-Verbindung hinten am Gerät ist die Montage wirklich super simpel. Brauche also nur eine Klemme, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Es ist ja auch eine Motorradhalterung für den Lenker noch mit dabei beim Carburite. Ansonsten alles, was Ram-Mount ist, passt hier hinten ran. Und dann brauche ich theoretisch nur ganz einfach hier hinten die Klemme ranmachen, das Carburite damit verbinden, das Ganze anziehen. So, ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen lockerer und guck mal, wie ich das positioniere. Wahrscheinlich vom Winkel so ähnlich wie das Display vorne. So, jetzt ist es schön gerade in der richtigen Position. Und jetzt kann ich das mit dem Schlüssel hier hinten nochmal richtig festziehen. Punkt A, dass es nicht mehr bewegt. Punkt B, damit es keiner mehr abmachen kann. Das Display ist jetzt wirklich schön fest hier mit der Ram-Mount. Das funktioniert super. Jetzt muss ich nur dieses Kabel hier, den Feuchtigkeitsschutz entfernen, die Stecker verbinden, festschrauben, damit es wasserdicht ist. Und das war's auch schon. Und jetzt kann ich mein Handy mal verbinden und gucken, wie das Ganze funktioniert. Und vor allen Dingen, wie das große Display aussieht. Das Display oben startet und das Carburite startet auch. Wir haben hier oben beim Sontas ein 6,7 Zoll, also auch fast 7 Zoll Display. Und hier unten
haben wir ein 7 Zoll Display, also wirklich zwei schöne große Displays, die man gut ablesen kann. Beim Sondes könnte man jetzt entweder das Smartphone über eine App hier hinten koppeln, dann hätte man auch eine kleine Navigation im Display, dann wird aber natürlich Tacho und die ganzen Informationen sehr klein. Ist dann natürlich nicht so super groß zu sehen da hinten. Zweite Variante wäre, ich könnte mein Smartphone spiegeln. Das heißt, ich hätte dann die Smartphone-Oberfläche, also zum Beispiel Google Maps hier oben im Display, könnte dann mein Smartphone unten ins Handschuhfach packen oder in die Jacke, aber kann natürlich dann nichts bedienen, außer über Voice Control. Da finde ich die Lösung mit dem Carpurite Touch Display jetzt eleganter. Punkt A, habe ich hier auch Bedienfelder. Punkt B, mein Display hinten bleibt so, wie es ist. Ich kann da die Einstellungen sehen, die ich auch haben möchte. Ja, und hier unten habe ich jetzt mein Apple CarPlay oder mein Android Auto. Apple CarPlay ist, was die Apps angeht, die Unterstützung schon ein bisschen weiter. Android Auto, da fehlen noch einige, gerade für Motorradfahrer gibt es da noch Nachholbedarf. Aber natürlich alle gängigen Funktionen wie Google Maps, Musik hören, Telefonanrufe annehmen, das funktioniert natürlich auch mit Android Auto. Ich werde jetzt noch mal mit euch zusammen kurz den Pairing-Vorgang durchgehen. Relativ simpel. Ich gehe einfach auf iPlay. So, wenn ich jetzt hier in Help iPlay drin bin, das macht er mir dann auf, sagt er mir, was ich machen soll. Ich soll nämlich Carpurite mit der Nummer verbinden, nicht Bluetooth Trans Carpurite, sondern das Carpurite selber. Und das mache ich jetzt auch mal, klickt es hier unten an. Jetzt kommt der Passkey bei beiden Geräten, sage ich koppeln, erlauben, Favoriten etc. Jetzt fragt er, ob ich CarPlay verwenden möchte. Ja, ich möchte CarPlay verwenden. Und zack, schon ist das Smartphone gekoppelt. Jetzt erlaube ich noch alles, was ich erlauben möchte. Und jetzt ist das Smartphone mit meinem Touch-Display von Carpurite verbunden. Ich habe also alle meine Apps hier. Die sind auch schon so ein bisschen angeordnet, so wie ich es haben möchte. Also Google Maps, Kalimoto hier unten. Kalender brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Musik, Telefon oben und Kalimoto und Google Maps unten. Das sind so die Haupt-Apps, die ich benutze. Also das Sortieren der Apps ist auch relativ einfach. Man geht hier in Einstellungen auf CarPlay, dann auf Carpurite, auf Anpassen und dann kann ich mir die ganzen Apps hin und her schieben. Sagen wir mal, ich will jetzt Spotify noch hier oben bei Musik haben. Den Kalender brauche ich hier gar nicht. Den kann ich wegmachen. Und dann sieht man gleich hier hinten, ist es jetzt umgesprungen. Ich habe jetzt oben Telefon, Musik und Spotify und unten Kalimoto und Google Maps zum Navigieren. Das ist also auch ganz simpel da, das Ganze anzupassen an die eigenen Apps, die man gerne drauf haben möchte. Das wäre also jetzt voll funktionsfähig. Ich habe bei meinem Smartphone auch Siri aktiviert. Das werde ich gleich bei der Fahrt mal testen. Und jetzt heißt es nur noch, das Intercom zu koppeln. Dafür gehe ich jetzt noch mal in Car Home rein, also in die Settings. Beim Koppeln des Intercoms gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da muss ich jetzt hier in Audio Output reingehen. Beim Verbinden des Intercoms gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal, ich verbinde das Intercom hier direkt mit dem Carpurite. Es wird dann durchgeschliffen zum Smartphone. Oder ich sage, nein, ich verbinde mein Smartphone direkt, das machen die meisten oder haben es ja schon verbunden mit ihrem Intercom. Ich verbinde mein Smartphone direkt mit dem Intercom und dann muss ich aber hier auf iPlay Auto gehen. Und da sieht man jetzt schon, please use your phone to connect headphones. Das heißt, die Verbindung findet statt zwischen Smartphone und dem Intercom. Und im nächsten Schritt verbinde ich jetzt einfach mein Cardo. Ich muss erstmal anmachen. Nicht mit dem Carpurite. Ich mache das direkt per Bluetooth mit dem Smartphone. Vorteil davon ist, meine Tasten hier am Cardo bleiben in Funktion. Ansonsten müsste ich Lautstärke etc. alles übers Display machen. Das möchte ich nicht. Ich möchte meine Funktion hier erhalten. Außerdem ist die Audioverbindung besser, wenn ich jetzt direkt hier eine Kopplung mache und nicht erst über das Carpurite dann wieder hierher schleife. So, ich bin jetzt in Bluetooth-Einstellungen. Also ganz simpel. Ich drücke hier unten lang zum Koppeln, bis es anfängt zu blinken. So, jetzt gehe ich in Bluetooth rein. Jetzt warte ich, bis es erkannt wurde. Da unten Cardo, zack, erfolgreich gekoppelt, sagt er. Jetzt ist also mein Cardo direkt verbunden mit dem Smartphone. Jetzt kann ich das Smartphone mit aktiviertem Siri in meine Jacke packen, dann ist es weg. Also Smartphone in die Jacke, das werde ich jetzt mal machen. Es fängt auch gerade ein bisschen an zu regnen, zu nieseln. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und werde das Carpurite mal bei der Fahrt testen, euch mal ein bisschen berichten, wie so die Qualität ist und wie auch das Display ist im Vergleich zu dem 5 Zoll. Dann auch ganz wichtig, das Carpurite, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Und wenn ihr über diesen Link den Carpurite kaufen möchtet, bekommt ihr mit dem Rabattcode Scooteria auch noch einen schönen Rabatt dazu. So, ich mache das Ganze mal an jetzt. Starten. Carpurite fährt hoch. Mein Display vom Sontes fährt hoch. So, dann teste ich mal, wie es mit den Handschuhen funktioniert. Wunderbar, komm über rein. Jetzt habe ich hier diesen Splitscreen. In der Mitte Navigation, rechts meine Musik, die ich hören könnte.
Hier komme ich dann wieder ins Hauptmenü rein. Ich möchte natürlich während der Fahrt da jetzt nicht viel rumtippen, also versuche ich mal, was Siri sagt, also Voice Control. Ah. Hey Siri, bring mich nach Potsdam. Starte. Perfekt. Ich kann es einsprechen, er findet die Route, ich sage Start und dann geht es schon los. Er nimmt jetzt hier allerdings die Karten-App. Ich weiß jetzt nicht, warum. Das scheint so ein Apple CarPlay-Ding zu sein. Wahrscheinlich wird die Apple-eigene App bevorzugt, nämlich Karten. Ich würde lieber mit Google Maps navigieren. Warum das jetzt nicht auf Google Maps geht, ob man das umstellen kann, vielleicht weiß es einer von euch. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, wer sich also mit Apple CarPlay ein bisschen besser auskennt, ob der jetzt immer standardmäßig, wenn man das über Voice Control macht, die Karten-App nimmt von Apple oder ob man das auch irgendwie einstellen kann, dass der Google Maps nimmt. Ansonsten müsste man das manuell halt eintippen. So, ich fahre jetzt mal eine Runde und schaue mal, wie so die Sichtbarkeit von dem Display ist. Also das erste, was natürlich auffällt, das ist riesig groß. Also das ist genauso groß, sogar noch größer als mein Display vom Sonntag. Super gut ablesbar, tolle Helligkeit, die man natürlich auch noch einstellen kann. Also Funktionsfähigkeit ist top. Apple CarPlay auf so einem Scooter extrem praktisch. Das Display ist der Hammer, also ich kann da wirklich alles wunderbar sehen. Definitiv natürlich viel besser als mit dem 5 Zoll, was ich an der Vespa habe. Also ich finde, es passt auch sehr gut hier rein, so von der Optik. Im Lenker drin, toll mit der Befestigung hinten, super stabil alles. Ja, und die Sichtbarkeit ist absolut top. Riesig groß und Bedienbarkeit jetzt auch mit dem Handschuh funktioniert einwandfrei. Das hat man ja manchmal als Problem. Das ist jetzt kein spezieller Handschuh, der solche Touchfähigkeit hat. Ihr seht, ich kann das auch mit jedem Finger machen hier. Normalerweise hat man ja nur den Zeigefinger, den man benutzen kann. Ich kann hier wirklich jeden Finger fürs Bedienen benutzen. Also das CarPlay ist zum Navigieren, Telefonieren, wenn man das möchte, Musik hören, wirklich eine tolle Möglichkeit und per Touchscreen das Smartphone anzusteuern. Ich muss das Handy jetzt nicht mehr hier irgendwo draußen dran haben, ich kann es in meiner Jacke haben, damit ist es geschützt vor Regen, vor Erschütterungen, da kann nichts mehr passieren. Und so ein Monitor ist natürlich weitaus günstiger, als wenn man da jetzt so ein 1500 € Smartphone am Lenker hat. Und wie gesagt, beim Smartphone immer das Problem, wenn ich da mal was bedienen möchte, auch im Stehen mit Handschuhen, meistens nicht möglich, muss ich schon wieder Handschuhe ausziehen und dann dauert das alles. Und hier kann ich auch im Stand halt schnell mal was eintippen, geht super easy. Und wie gesagt, den Link zum CarPlay packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Mit dem Rabattcode Scooteria bekommt ihr dann noch einen schönen Rabatt auf das Gerät. So, ich werde jetzt noch ein bisschen fahren. Ich habe ja noch ein bisschen über 500 Kilometer, die ich fahren muss für die erste Inspektion, damit dann der Sonntag auch fertig für die nächste Reise ist. Einen Namen hat der Scooter natürlich auch schon bekommen, er heißt Bud, also Kurzform von Buddy. Nicht wundern, alle meiner Fahrzeuge kriegen immer Namen mit 3 Buchstaben, so ein kleiner Spleen, den ich habe. Also neben Ace jetzt auch Bud hier als Scooter. Und bisher wirklich super top, absolut zufrieden, keinerlei Probleme gehabt. Also eine klasse Sache. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Fahrt vorsichtig, vergesst das Abo bitte nicht, unten einmal anklicken. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.